aus verschiedenen Traditionen und Kulturen, religiösen und nicht religiösen Ansätzen schöpfen. Entwickeln wir uns dank Religion weiter oder ist es genau andersrum? Das Besondere ist eben beim Vielgötterglauben, dass man offen gegenüber anderen Göttern und neuen Göttern ist. I mean, in Hinduism there are 330 million gods. Die echten Ersatzreligionen sind natürlich die politischen Religionen. We want to talk about religion and politics. Aus theologischer Perspektive gibt es sicher viele gute Gründe, warum es Religionen eigentlich gibt. Gut 27% der Deutschen lassen sich der römisch-katholischen Kirche zuordnen, 24% der evangelischen und 5% werden als sogenannte konfessionsgebundene Muslime und Muslima bezeichnet. Und auch wenn die Anzahl der Konfessionslosen Jahr für Jahr steigt, lässt sich doch immer noch die Mehrheit der Deutschen einer Religion zuzählen. Und deshalb wollen wir in dieser Folge der guten Frage nachgehen, warum es Religionen eigentlich gibt und welchen gesellschaftlichen und politischen Einfluss sie haben. Wir wollen uns mit dem Verhältnis von Religionen und Menschenrechten beschäftigen, aber auch aus anthropologischer Sicht die Frage beantworten, warum Menschen eigentlich Religionen brauchen und ob sich Menschen, die nicht an einen oder mehrere Götter glauben, vielleicht Ersatzreligionen suchen. Aber als erstes wollen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, auf die Anfänge der Religionen, wie wir sie heute kennen. Mehr darüber kann uns der Historiker Bastian Reimer erzählen, den wir hier im geschichtsträchtigen Schumannbau treffen. Er ist Mitarbeiter an der Professur für Alte Geschichte der TU Dresden. Wir wollen über Religionsgeschichte reden und dafür einen Blick in die Antike werfen. Wie sahen denn antike Religionen damals aus? Grundsätzlich sahen antike Religionen damals ganz verschiedentlich und vielfältig aus. Ein gemeinsames Merkmal war es aber, dass sie alle an mehrere Götter glaubten. Und das Besondere ist eben beim Vielgötterglauben, dass man offen gegenüber anderen Göttern und neuen Göttern ist. Wenn irgendwo ein neuer Gott aufgetaucht ist, hat man den einfach integriert, statt sich abzugrenzen. Und wie war das Verhältnis zwischen Religion und Staat zu dieser Zeit? Der Staat war eigentlich sehr eng verbunden mit der Religion. Also jeder politische Akt war am Ende auch ein religiöser Akt. Man kann sich das praktisch vorstellen, dass eine Senatssitzung nicht eröffnet werden konnte, ohne dass vorher ein Opfer dargebracht wurde. Oder dass auch, wenn ein militärischer Feldzug erfolgreich zu Ende gegangen ist, man dem Gott das versprochene Opfer oder den versprochenen Tempelbau oder irgendetwas in der Art dann auch geben musste. Also es ist dort immer ein wichtiges Verhältnis von ich habe dir etwas gegeben und du hast mir etwas zurückgegeben zwischen den Göttern gab. Der Staat an sich hatte aber kein wirkliches Interesse in das private Religionsleben einzugreifen. Also solange jeder an den offiziellen Ritualen teilgenommen hat, sah man kein Problem, irgendetwas weiteres zu veranlassen. Wie unterscheidet sich denn das Christentum von den antiken Religionen? Man könnte als erstes sagen, dass sich das Christentum dadurch unterscheidet, dass es nur einen einzigen Gott verehrt hat und den mit einem Exklusivitätsanspruch. Das heißt, kein Gott neben mir. Das war eigentlich für die Antike nichts Neues, denn es gibt ja schon das Judentum seit ein paar Jahrhunderten, eine sehr traditionsreiche und alte Religion. Also was ist das, was das Christentum Provokantes, Neues aufs Tableau bringt? Und das ist die Abkehr vom alten Glauben der Vorväter und die Hinwendung zu einem neuen Glauben zu Jesus Christus. Und diese Abkehr von den Vätern ist etwas, was in der Antike sehr schlecht angesehen war, also sehr anrüchig. Man kann es fast als einen Verrat bezeichnen. Und vom Verrat gegenüber den Vorvätern ist es kein langer Weg zum Verrat am Staat. Und trotzdem hat sich das Christentum durchgesetzt. Das Christentum hat sich durchgesetzt, weil es als Religion erstmal sehr attraktiv und ansprechend ist mit den Glaubensaussagen, die sie haben, aber auch an sich sich sehr gut missionierend verbreitet hat. Das ist ja eine ganz neue Art der Religionsverbreitung gewesen in der Zeit und die war auch sehr effektiv. Diese Effektivität ist auch dadurch hervorgekommen, dass das Christentum als eine sehr glaubwürdige Gemeinschaft aufgetreten ist, weil die Leute haben nicht nur ihre Rituale durchgeführt, sondern auch das Christsein tagtäglich gelebt und nach außen geführt. Welche Gründe hatten denn Menschen zu dieser Zeit, sich ganz generell Religionen zuzuwenden? Also welche Motive lagen da dahinter? Religionen bieten Struktur und besonders das Christentum bietet eine klare Lebensführungsstruktur. So soll man leben, das soll man tun. Und es gibt auch eine klare Weltperspektive im Christentum.
Und diese klare Perspektive ist etwas sehr Wichtiges für Menschen an sich. Die Gemeinschaft, die das Christentum hatte, war auch ein intensivere Gemeinschaftsgefühl, als es in anderen Kulten der Fall war zu der Zeit. Es ging ja sogar so weit, dass Mitglieder sich selbst verschuldet haben, um andere Mitglieder aus der Sklaverei freizukaufen. Also es ist eine Bereitschaft, sich für die anderen einzusetzen, die in anderen Vereinen und Kulten nicht gegeben war. In einer Folge, in der es um Religionen geht, wollen wir natürlich auch mit einer Theologin sprechen. Und aus theologischer Perspektive gibt es sicher viele gute Gründe, warum es Religionen eigentlich gibt. Wir haben den Fokus auf das Thema Religion und Menschenrechte gelegt. Stehen die beiden vielleicht sogar in einem gewissen Konflikt zueinander oder ist es genau andersrum? Bauen die Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, vielleicht auf religiöse Gebote auf? Und um darüber zu reden, haben wir uns heute einen Ort gesucht, der kaum passender sein kann, nämlich die Kreuzkirche mitten im Herzen Dresdens. Hier fanden zur friedlichen Revolution 1989 Friedensgebete statt und dieses Denkmal hier, die Steine des Anstoßes, die erinnern daran. Für unser Interview sind wir jetzt hier auf den Turm der Kreuzkirche geklettert. Genauer gesagt werden wir gleich noch reingehen hinter die Kirchturmuhr. Und dort treffen wir Frau Doktorin Cornelia Mücke vom Institut für evangelische Theologie. Du forschst zum Thema Menschenrechte und Religion. In welchem Verhältnis stehen die beiden denn? In einem ambivalenten und spannungsreichen Verhältnis. Also einerseits haben Religionen Menschenrechte natürlich in verschiedenen Hinsichten befördert und befürwortet und andererseits waren Religionen aber lange Zeit sehr kritisch. Und da spreche ich jetzt vor allem für die christliche Religion, also dazu forsche ich vorrangig oder da bewege ich mich vorrangig. Und da gilt sowohl für die evangelische als auch für die katholische Religion, dass sie lange Zeit wirklich skeptisch gegenüber den Menschenrechten gewesen sind. Und das hat zum einen mit historischen Aspekten zu tun, mit dem Entstehungsprozess. Also Menschenrechte sind ja ganz wesentlich zum Beispiel auch durch die Französische Revolution befördert worden, oder das nennt man immer so als ein Meilenstein auch auf dem Weg zu den Menschenrechten. Und das war natürlich aber auch eine Bewegung gegen die Kirchen. Und das hat sich eigentlich erst mit dem Zweiten Weltkrieg ziemlich stark geändert. Also seitdem ist es so, dass zunehmend Theologen und Theologinnen und die Kirchen auch sich für die Menschenrechte aussprechen, weil man einfach erkannt hat, wir brauchen sowas wie die Menschenrechte. Und da kann man dann natürlich sagen, gibt es auch in der christlichen Religion eine ganze Reihe von positiven Anhaltspunkten, Anknüpfungspunkten. Wenn man sich so die christlichen Gebote so rund um Nächstenliebe anguckt, kann man sagen, das ist schon noch irgendwie die Basis der Menschenrechte in gewisser Art und Weise? Nächstenliebe ist tatsächlich auch etwas, was christliche Kirchen immer wieder auch anführen oder was man auch in theologischen Texten findet, dass man sagt, da ist ja auch so ein Ankerpunkt vielleicht für die Menschenrechte und die Menschenwürde. Und zugleich bringt dieser Menschenrechtsgedanke aber noch was Eigenes ein, nämlich genau diesen Rechtsanspruch. Also bei Nächstenliebe geht es darum, man wendet sich jemandem freiwillig in Liebe sozusagen zu. Das ist aber im Wesentlichen ein Appell dann. Und bei den Rechten geht es gerade darum, dass man sagen kann, ich habe einen Anspruch auf bestimmte grundlegende Aspekte des Menschseins. Und ich habe dieses Recht und das kann ich auch eben in Anspruch nehmen. Ich kann das einklagen. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würde es die Menschenrechte auch geben, wenn es keine Religion gäbe. Ja, das ist natürlich eine stark hypothetische Frage, weil was wäre eine Welt ohne Religion? Das können wir uns schwer vorstellen, einfach weil Religionen schon immer in einem engen Wechselverhältnis mit unserer Gesellschaft gestanden haben, mit der Entwicklung. Also historisch hat sich das ja immer bedingt. Aber man kann Menschenrechte auch anders begründen. Man kann aus verschiedenen Traditionen und Kulturen, religiösen und nicht religiösen Ansätzen schöpfen, um Menschenrechte zu begründen. Würdest du trotzdem sagen, wir als Gesellschaft brauchen auch an gewissen Punkten immer mal Religionen? Entwickeln wir uns dank Religionen vielleicht auch einfach weiter oder ist es genau andersrum? Gesellschaftlicher Wandel sorgt dafür, dass sich Religionen weiterentwickeln? Also Entwicklung kann ja in verschiedene Richtungen gehen und ich würde jetzt vielleicht mal unterstellen, du meinst, es ist auch sowas wie eine Weiterentwicklung im Sinne einer besseren Welt, einer gerechteren Welt, einer Welt, wo es weniger Gewalt gibt, mehr Respekt und sowas. Da können Religionen mitwirken und sie können das hemmen. Vielleicht kann ich es an einem anderen Beispiel auch noch verdeutlichen. Ich forsche gerade zum Thema Tierethik und da kann man das wieder ganz gut sehen. Da wäre die Weiterentwicklung ja vielleicht ein besseres Mensch-Tier-Verhältnis. Da wäre die Weiterentwicklung, dass wir Tiere besser behandeln, dass sie weniger leiden. Und auch da ist es so, dass man dann sagen kann, ja, Religion hat natürlich als allererstes Mal dann eine problematische Funktion gespielt, gerade die christliche Religion hat mit dazu beigetragen, dass wir so ein problematisches Mensch-Tier-Verhältnis haben. Es gibt diese Rede, man soll sich die Erde untertan machen, der Mensch soll sich die Erde untertan machen. Oder zu Weihnachten isst man Gänsebraten. Das ist natürlich kein genuin christlicher Inhalt, aber trotzdem wird es ja tradiert über christliche Traditionen. Und andererseits ist es aber auch eben da so, dass man viel schöpfen kann aus dieser christlichen Tradition. Also die Idee der Mitgeschöpflichkeit zum Beispiel. Die muss per se jetzt auch noch nicht heißen, dass man dann keine Tiere mehr tötet zum Beispiel. Das legen Theologen und Theologen auch ganz unterschiedlich aus. Aber da steckt doch sowas drin wie von einer Anerkennung, von einem
mehr ein Miteinander zu denken. Genau, und ich glaube, dass da schon auch man wieder aus Werten schöpfen kann, die die Gesellschaft auch voranbringen können in diesem Sinn oder weiterentwickeln können zu einem besseren Mensch-Tier-Verhältnis. Und dass man auch da wieder letztlich wie eine tiefere Motivation vielleicht auch schafft, warum man sich dafür einsetzen sollte. Das Thema Tierethik passt wunderbar zur ersten Folge der Guten Frage. Damals haben wir mit Frau Professorin Julia Enzing von der katholischen Theologie über Bienen gesprochen und über Tierrechte. Das Video findet ihr hier im Info-i. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch gerne an. In dieser Folge der Guten Frage wollen wir nicht nur darüber reden, warum es Religionen per se gibt, sondern wir wollen auch schauen, welchen Einfluss Religionen auf unsere Gesellschaft haben. Und wir haben gerade schon mit Cornelia Mücke über das Thema Religion und Menschenrechte, über die Verbindung da gesprochen und wollen jetzt noch schauen, wie Religion auch Politik beeinflusst. Und darüber möchte ich jetzt mit Frau Professorin Nikita Dhawan sprechen, die ganz frisch an die TU Dresden gewechselt ist, ans Institut für Politikwissenschaften. Und dort forscht sie auf den Gebieten des Postkolonialismus und des Feminismus. Und da sie aktuell noch in Berlin ist, werden wir das Interview hier in meinem Büro per Videokonferenz durchführen. We want to talk about religion and politics. You have done research on the relation between colonialism and religion. What can you say in general about this connection? So the relation between colonialism and religion is a very complex one. The church, both Catholic and evangelical, played an extremely important role in the spread of European norms. When Europeans landed in countries like India and encountered religious practices and belief systems and faiths like Hinduism, Buddhism, they were a bit, how should one put it, shocked, but also repulsed. I mean, in Hinduism, there are 330 million gods. And they, of course, dismiss this as paganism, as uncivilized forms of belief, superstitious traditions, and tried to preach rational Christianity. So this is one part of the story. The other, of course, very significant aspect when we talk about religion and colonialism is the role of religion in anti-colonial movements. Any kind of congregations were disallowed during the apartheid regime, so the only possibility for political meetings were in the church. And the same can be said with the African American civil rights movement. What an important role the church played in mobilizing people towards ideas of freedom, ideas of equality, ideas of shared somehow humanity. Often when we talk about politics and religion, we talk about secularism as well. How are they connected to each other? Yeah, one of the, so to speak, legacies of European Enlightenment that was brought to the so-called dark continents was, they of course talked about, norms of human rights, democracy, rule of law, but also secularism. So this is considered to be the birth of, in a certain way, modernity in Europe. And the promise was that this secularization of politics was part of the progressive march of history. Any kind of drawbacks that society faced was explained in terms of repressive religion. Even in contemporary context, when we think about, say, authoritarian regimes, when we think about non-democratic regimes, we automatically think about the non-separation of religion and politics. So one immediately lays the blame at the doorstep of religion for all the atrocities and crimes against humanity that we are experiencing today. This promise of secularization, that religion is privatized, that somehow what you do at home, whom you pray to, does not play any kind of role in the public sphere, is completely misleading. Let's take a country like Germany, which is a secular country, and yet when somebody like Angela Merkel took office, she swore on the Bible and said, "So help me God." I mean, we would not have a Christian Democratic Union in Germany, which is one of the most powerful parties in Germany, with Christian in its title. And let us not forget that, again, this reassurance that secular states are more peaceful and orderly than religious states
I mean, the only country which has ever used the nuclear bomb, which was the US, was a secular democratic country. So talk about peace. And the country which has led more wars than any other country in the world, again, is a secular democratic country, which is the US. Wir haben mit Professorin Dhawan auch über das Verhältnis von Religion und Feminismus gesprochen und das als extra Video hochgeladen, das ihr über das i hier oben findet, wenn es euch interessiert. Religionen gründen sich in der Regel im Glauben an ein oder mehrere transzendente Götter. Aber was ist mit Menschen, bei denen das in deren Leben überhaupt keine Rolle spielt? Suchen die sich womöglich Ersatz? Finden sie zum Beispiel eine religionsähnliche Gemeinschaft in ihrem Sport oder Spiritualität in der Natur? Darüber will ich jetzt mit Honorarprofessor Joachim Fischer vom Institut für Soziologie sprechen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die philosophische Anthropologie sowie die Kunst- und Kultursoziologie. Wie lässt sich denn aus anthropologischer und soziologischer Sicht erklären, dass sich Menschen Religionen zuwenden? Theologisch würde ich ja voraussetzen, dass es so etwas wie einen Gott oder eine Göttlichkeit gibt. Und dann als Theologe kläre ich das Verhältnis Gottes zu den Menschen und das Verhältnis des Menschen zu Gott, den es tatsächlich gibt. Während anthropologisch setzt sich nicht voraus, dass es eine Göttlichkeit gibt, sondern was ich aufklären will, ist, warum es so eine Neigung der menschlichen Lebewesen dazu gibt, sich Religionen anzuschließen oder religiöse Gefühle oder Vorstellungen zu entwickeln. Und da würde man anthropologisch kommen auf die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit menschlicher Lebewesen, also verletzbar wie tierische Lebewesen, aber eben mit vollem Bewusstsein, dass sie verletzbar sind. Sie suchen im Grunde nach einer Kompensation. Nun hört man auch immer mal den Satz, Fußball ist eine Ersatzreligion. Oder Menschen sagen, meine Religion ist Natur, Bewegung oder Yoga oder solche Dinge. Ist es tatsächlich so, dass Menschen, die nicht an einen oder mehrere Götter glauben, nicht an was Transzendentes, dass die sich eine Ersatzreligion suchen? Ja, zweifellos. Also religionsanthropologisch und soziologisch würde man von so etwas wie Ersatzreligionen, also Substitute von Religiosität sprechen, von echter Religiosität. Ob jetzt der Fußball selbst, ob man das angemessen religionssoziologisch beschreiben kann, weiß ich nicht. Natürlich gibt es es gibt einen schönen Ausdruck des Anhimmelns, also die Stars und so weiter oder die Vereine anhimmelt, das schon. Aber ich würde sagen, die echten Ersatzreligionen sind natürlich die politischen Religionen seit dem 19. Jahrhundert. Also das ist eigentlich gut erforscht, dass man sagt, der Nationalismus, die Nationen aus dem 19. Jahrhundert, ja, diese Kollektive, die haben wirklich religiöse Muster auf sich gezogen, auch in der Bereitschaft, das Opfer zu bringen, das eigene Leben einzusetzen. Und dann noch ergänzend im 20. Jahrhundert natürlich die großen Totalitarismen, also der Kommunismus einerseits und der Faschismus, Nationalsozialismus andererseits als politische Bewegungen. Da würde man sagen, die haben eindeutig ersatzreligiöse Funktionen gehabt. Wenn man heute nach Ersatzreligionen fragt im großen Stil, dann würde ich auf die ökologische Bewegung kommen. Da würde ich tatsächlich sagen, in der ökologischen Bewegung, das ist natürlich alles sozusagen wissenschaftlich mit motiviert und es wird an die Wissenschaft auch geglaubt hinsichtlich des Klimawandels und dergleichen und daraus sollen Konsequenzen gezogen werden. Aber es hat doch auch eindeutig sakrale Züge. Immer die Moderne ist schuld an den ökologischen Katastrophen und jetzt kommt die große Wende, die Buße, die Askese. Ja, das ist sozusagen die Aufforderung zur Askese, um den Planeten zu retten, also dieses Rettungsmotiv. Gottes Schöpfung zu retten. Da sind bei sehr vielen Beteiligten, ohne dass sie das selbst reflektieren würden, neben allen pragmatischen und gut durchdachten Motiven auch religiöse Muster im Spiel. Kann man dann sagen, ohne Religion fehlt Menschen was? Ja, ich würde schon sagen, es ist nicht, dass alle gleichsam diese religiöse Disposition ausleben. Sonst könnte man ja das Phänomen des Atheismus nicht erklären. Wenn wir uns die Kirchenaustritte in Deutschland angucken, die unvermindert hohe Zahl jedes Jahr, kann man dann sagen, dass in heutigen Zeiten Religionen weniger eine Rolle spielen, als es früher war? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen konfessioneller Religion, das betrifft ja die Kirchenaustritte, und Spiritualität.
Und wenn man weltweit schaut, würde man nicht sagen, dass es zu einem Absterben der Religionen kommt, der klassischen Religionen. Vor allem muss man schauen auf die spirituelle Szene. Das sind dann die Meditations- und Yoga-Szenen und dergleichen. Das Angebote, spirituelle Angebote, wo man als Individuum experimentiert und sich gleichsam seinen eigenen Weg zu etwas wie der Transzendenz und Göttlichkeit bastelt. Tatsächlich treten Jahr für Jahr mehr Menschen aus der Kirche aus. Allein 2020 waren es 440 Menschen, die der evangelischen und der katholischen Kirche den Rücken zugekehrt haben. In diesem Video aber haben wir mehr über die Motive erfahren, warum sich Menschen Religionen zuwenden. Wir haben auch gehört, warum oder wie Religionen ersetzt werden können und dass zum Beispiel die Umweltbewegung religionsähnliche Muster erkennen lässt. Mit Frau Professorin Nikita Dhawan haben wir außerdem über das ambivalente Verhältnis von Religion in der Kolonialgeschichte und im Feminismus gesprochen. Eine Menschheitsgeschichte ohne Religion ist vermutlich undenkbar. Religionen haben Gesellschaften weltweit über Epochen geprägt. Schreibt uns doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, wie eine Welt ohne Religion aussehen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr findet hier oben die letzte Folge der Guten Frage. Da geht es ums Thema Hochwasser und hier unten gibt es noch ein weiteres Video der TU Dresden. Und wenn ihr gar keins mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal TU Dresden entdecken, dann abonniert den Kanal, drückt die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.